Ich kann für mich nochmal sagen, was ich tatsächlich spannend finde, und ich gebe zu, da habe ich, bevor ich mich mit dir so beschäftigt habe, Marco, gar nicht so richtig drüber nachgedacht, dass eben das ganze Thematik, Metaverse, Mixed Reality, wie immer wir es jetzt nennen wollen, eben tatsächlich doch eine unglaublich breite Datenbasis hat und dass das der nächste Punkt ist, um den wir Datenmenschen uns auch kümmern müssen, zumindest mal die sich auch um die Datenversorgung im Unternehmen kümmern. Das finde ich tatsächlich nochmal, also war für mich eben eine relativ spannende Erkenntnis und darum dachte ich mal, ist das ein ganz guter Punkt, um darüber zu reden. Ich habe noch nie so wenig, glaube ich, in der ersten halben Stunde geredet wie in diesem. Ich habe dir aufmerksam zugehört, vor allem war diese Einordnung der unterschiedlichen Begriffe nochmal ganz, ganz wichtig, weil als ich Metaverse, unser Thema wird Metaverse, bin ich mit einer ganz anderen Erwartung hier reingegangen. Ich habe wirklich viel gelernt, gerade am Anfang. Die ganzen Begriffe waren mir auch so in der Definition einfach noch nicht richtig klar und auch wiedergelernt natürlich, es hängt viel mit den Use Cases zusammen und wir, beziehungsweise ja insgesamt, die müssen schon noch am Markt, den Kunden, gerade am Anfang hat man das operative Reporting kurz gestriffen, also ein bisschen Weiterbildung, glaube ich, nicht so schlecht und mich hat es jetzt heute der Talk echt weitergebildet. Was mir jetzt nochmal extrem geholfen hat, neben der Einordnung, ist ja so diese Geschäftsmodell-Thematik. Was geht da nicht? Das ist ja auch ein sehr philosophisches Thema und ich finde, es ist ein sehr undankbares Thema. Weil du auf der einen Seite wird dir immer gesagt, kenne ich alles mit der Brille. Habe ich alles schon mal gesehen. Ich kann auf dem Google-Phone auch jetzt einfach mal kurz gucken und kann da durch die Straße gehen, mache die Kamera an. Ikea kann ich das machen. Ich weiß alles, was das ist. So. Dann auf der anderen Seite das große weiße Feld, wie generiert man damit Geld, dass du es auch nochmal angesprochen hast, was sind eigentlich Modelle dahinter, wie stelle ich etwas in Rechnung, Datenschutz und so weiter. Da sieht man, wie groß es ist. Also dieses Twitter-Sein zwischen, ich weiß das alles, ich kenne das alles, ist alles easy, scheint ja nicht so schwer zu sein bei Ikea, mir die Wohnung einzurichten komplett. Auf der anderen Seite dieses, ja Moment, du musst hier richtig Geld in die Hand nehmen und musst was machen und dann auch diese Skepsis der Brille gegenüber, was du ja immer hast bei Entwicklung. Olli sagt es auch mit dem im Internet bezahlen, heute völlig normal. Meine Mutter kriegt das Wein, wenn ich sage, ich bezahle mit Kreditkarte irgendwas im Internet, noch mit Kreditkarte und nicht mit PayPal. So, das heißt, da kommt ja auch noch die Evolution. Deswegen unheimlich spannendes Feld, aber das stelle ich mir schwer von der Story Richtung Kunden vor, weil da zu sagen, das kriegst du nachher raus als Liefergegenstand, ist halt nur bei einigen harten Cases, wo wir die angesprochen haben, Maschine, super klar, super verständlich. Und dann hast du ja auch noch gesagt, was für mich ganz interessant war, scheiße, ich habe damals für 30 Jahre gekauft, so wie Waschmaschinen, ne? Haben wir alle vielleicht mal gemacht. Oder ich glaube, mein Fernseher läuft jetzt mittlerweile auch schon seit über 12 Jahren, aber der kann keine Konnektivität, nichts. Und da habe ich mich selber ertappt, ja stimmt, was machst du denn, wenn du früher für lange Zeit gekauft hast und diese ganzen Möglichkeiten nicht mitnehmen kannst, weil du kriegst diese scheiß Brille da nicht ran und kannst den Servicetechniker, kostet dir trotzdem weiter Geld. Super, lieben Dank, also fand ich super spannend, super erhellend, super cool, Dankeschön.